Tag 2 in LA. Nachdem wir gestern von Downtown ehrlich gesagt schockiert und enttäuscht waren, steht heute Glanz, Gloria und Glamour auf dem Programm. Nicht, dass wir das brauchen, aber unser Ziel gibt es vor, glauben wir. Von Santa Monica fahren wir quasi einfach nur geradeaus mit dem Bus den Wilshire Boulevard entlang und sind in Beverly Hills. Postleitzahl 90210. Die dürfte so ziemlich jeder kennen wegen der Fernsehserie. Beverly Hills ist eine sehr exklusive Stadt im Westen von Los Angeles, bekannt für Luxus, Prominenz und opulenten Lebensstil. Insgesamt verkörpert Beverly Hills den Glanz und Glamour von Hollywood und bleibt ein Symbol für Reichtum, Eleganz und Extravaganz. Die Stadt ist eine der begehrtesten und exklusivsten Wohngegenden der Welt. Promis haben wir nicht gesichtet, aber es war ja auch noch sehr früh. Immerhin wohnen so einige hier. Cher und Ozzy Osbourne wären wir schon gern über den Weg gelaufen, aber ob wir sie erkannt hätten, wahrscheinlich eher nicht. Die laufen ja sicher nicht hier so rum wie auf der Bühne, sondern eher wie Otto Normalverbraucher. Beverly Hills ist berühmt für den Rodeo Drive und das ist unser Ziel. Eine der exklusivsten Einkaufsstraßen der Welt, ein beliebter Treffpunkt für wohlhabende Menschen, Prominente und Modebegeisterte. Ja, da kann die Kö in Düsseldorf aber sowas von einpacken, allein schon wegen der Sauberkeit. Wieder wie immer früh dran haben wir die Via Rodeo fast für uns, schön leer. Und wir lassen es uns nicht nehmen, bei Tiffany's zu frühstücken. Rein kommt man allerdings wohl nur nach vorheriger Terminvereinbarung, aber der Shop beherbergt auch kein Restaurant wie in New York. Hunger haben wir langsam trotzdem, also gibt es unsere eigene Version. Selbst wenn hier ein Restaurant wäre, so blöd wären wir nicht, $59 für ein Frühstück zu bezahlen, also das ist aktuell der Preis in New York. Für eine Person wohlgemerkt, ohne Kaffee. Und dann bummeln wir einfach den Rodeo Drive entlang. Die Straße selbst ist von Palmen gesäumt und strahlt eine glamouröse Atmosphäre aus, die den gehobenen Charakter von Beverly Hills schon ein bisschen unterstreicht. Hübsch anzusehen und wirklich sauber und gepflegt alles. Und auch die Geschäfte sehen definitiv ansprechender aus wie in Düsseldorf. Hier passt das auch alles irgendwie hin, diese Luxusläden, auch wenn wir damit wirklich nichts am Hut haben. Okay, und es ist irgendwie auch wie mit der Kunst. Schön ist, was gefällt und alles eine Sache des persönlichen Geschmacks. Aber nur weil es teuer ist, ist es ja auch nicht gleich schön, also unsere Meinung. Ja. Aber abends sieht es bestimmt auch schön aus, wenn alles beleuchtet Ja. ist.
Ich glaube, so eine blöde Frucht war das auch hier. So. Ja, ja, aber trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie der blöde Baum heißt. Baum. Vom Rodeo Drive nicht weit weg steht das Beverly Hills Sign im Beverly Hills Garden. Noch ein Fotostop und dann geht es nach Hollywood. Muss irgendwo da drüben sein. Ja, die sehe ich doch schon, die Haltestelle. Ja, dann können wir raus. Da, wo die Fahnen sind ungefähr. Dann die 4, dann bis Santa Monica Orange und dann 18 Minuten zu Fuß. Hollywood High School seit 1903. Hollywood ist eigentlich auch nur ein Stadtteil von LA, aber weltweit als das Zentrum der Unterhaltungsindustrie und Filmproduktion bekannt. Hollywood ist natürlich berühmt für den Hollywood Boulevard. Hier befindet sich der Hollywood Walk of Fame. Auf gut 2 Kilometern Länge findet man auf beiden Seiten des Boulevards die berühmten Sterne mit den Namen von Schauspielern, Regisseuren, Musikern und anderen Größen der Unterhaltungsbranche. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass das natürlich das Zelt jetzt hier in der Mitte ist, ne? Etwas ärgerlich, weil es uns die Sicht versperrt, sind die Vorbereitungen für eine Filmpremiere, die am nächsten Tag hier stattfinden soll. Was für ein Aufriss. Okay, bei einer Filmpremiere für einen richtigen Film mit Tom Hanks oder Robert De Niro zum Beispiel, wären wir wahrscheinlich entspannter gewesen. Aber es ist nur Torso, ein Marvel-Film. Absolut nicht unser Genre. Wahrscheinlich nervt es uns deshalb. Hier kann man sich auch seinen eigenen Stern machen lassen, auch wenn er nicht von Dauer ist. Es ist eine bleibende Erinnerung. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Der Hollywood Boulevard ist im Ganzen übrigens gut 7,5 Kilometer lang. Die laufen wir natürlich nicht ab. Abseits des Walk of Fame gibt es zumindest für uns wohl nicht allzu viel zu sehen und manche Gegenden sind auch bei Tageslicht nicht die sichersten. So viel zu Hollywood.
Hollywood hat im Laufe der Jahre zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt, aber es bleibt das Herzstück der globalen Unterhaltungsindustrie. Die jährliche Verleihung im Dolby Theatre der Academy Awards, sicher besser bekannt als Oscarverleihung, unterstreicht Hollywoods Bedeutung im Filmbusiness. Und praktischerweise liegt daneben direkt das Hard Rock Café. Für uns ja sowieso ein Must-Stop, egal wo wir sind. Und da kehren wir dann erstmal ein. Das Laufen mit der Zeit ist schon ein wenig anstrengend. Der Hollywood Boulevard ist auch die Heimat des TCL Chinese Theatre, einem historischen Kino. Bekannt sind hier vor allem die Hand- und Fußabdrücke, mit denen Stars heute noch geehrt werden. Wie wir hinterher erfahren haben, war einen Tag vor unserem Besuch Priscilla Presley mit ihrer damals noch lebenden Tochter Lisa Marie hier. Verpasst. Also die Zeremonie wäre sicher mal interessant gewesen zu sehen, wenn man was gesehen hätte. Wir begnügen uns aber gerne mit dem, was wir hier sehen. Hat schon was, an einem so berühmten Platz sich das alles mal anzusehen.
Und ausgeruht laufen wir noch ein wenig weiter Sterne gucken. Und dann verschlägt es uns in den wohl größten Souvenirshop, den wir je betreten haben. Hier auf dem Boulevard erschlägt einen ja an jeder Ecke ein Souvenirshop nach dem anderen. Aber der hier, Halleluja. Nee, La La Land. Und hier drin wird man wirklich ein bisschen lala. Hier, den meine Let's see, peppers, chicken, tomatoes, mayonnaise. Best food is mayonnaise. Oh yeah, I can definitely make it something delicious. Por eso le regalé un Clorox Disinfecting Mist. Un rocío desinfectante directo que mata el 99.9% de residuos. Ja. Und dann haben wir keine Lust mehr auf Hollywood. Fazit: Die Sterne sind natürlich weltberühmt und der Platz vor dem TCL schon sehenswert. Aber ansonsten eine Straße wie jede andere auch. Glanz und Glamour? Nee. Einmal reicht. Und wenn heute mal jemand zu mir sagt, du hier und nicht in Hollywood, dann antworte ich ganz ehrlich, ja, und da will ich auch gar nicht hin, es gibt Schöneres. Wir wollen zurück zum Motel, das dauert ja hier sowieso noch eine Weile, andere Seite der Stadt und so. Eine Stunde müssen wir da schon einplanen, also reine Fahrzeit. Auf dem Rückweg steigen wir dann doch noch mal kurz in Beverly Hills aus, noch ein bisschen Glanz und Gloria einatmen, davon war ja mal nichts bis gar nichts in Hollywood. Aber das ist nicht der einzige Grund. Wir haben nämlich entdeckt, dass es hier eine Cheesecake Factory gibt. Einmal im Urlaub muss es einfach sein, auch so ein Ritual. Auch wenn einem der Blick auf die Karte gerne mal den Appetit verhagelt, es steht nämlich dabei, wie viele Kalorien ein Stück Torte hat, es schmeckt einfach zu gut. Bis zum nächsten Tag waren wir dann aber auch satt. Nett waren sie auch in der Cheesecake Factory, anfangs vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber hey, wir sind in Beverly Hills. Also auf zur Bushaltestelle und da stehen wir und schauen über die Straße und entdecken schräg gegenüber ganz zufällig etwas, was uns Ian Bone am Pier schon erzählt hatte. Gut, dass er uns ein Foto gezeigt hat, sonst hätten wir es wohl nicht erkannt. Wir stehen gegenüber des Gebäudes, was einst das legendärste Tonstudio in Los Angeles war. Radio Recorders, gegründet in den 1930er Jahren.
Künstler wie Elvis Presley, Frank Sinatra, Johnny Cash und die Beach Boys haben hier die Musik aufgenommen. Obwohl das ursprüngliche Radio Recorders Studio in den 1970er Jahren schloss, ist der Einfluss auf die Musikproduktion von Los Angeles und darüber hinaus unbestreitbar und wird als Teil des kulturellen Erbes von Los Angeles verehrt. Morgen ist uns aber dann mal wieder nach Autofahren. Long Beach und ein bisschen Anaheim stehen auf dem Programm und nein, garantiert kein Besuch in diesem Disneyland. Aber das zeigen wir euch in Episode 31. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasst keinen Tag von der Reise unseres Lebens, Route 66, the trip of a lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week!